Moin aus dem Wunderland. Heute haben wir mal ein paar kleine Updates für euch, was hier in der Zwischenzeit so passiert ist. Das sind 3 Themenbereiche. Das ist einmal Wolle und der Gleiswendel Neubau in Österreich. Das ist Felix mit seiner neuen Nordseeküste. Und das bin ich nochmal und Moritz auch mit der Steinseilbahn in Valparaiso. Ja, wir haben jetzt hier den Gleiswendel, hatte ich euch ja schon erzählt, wo wir rausgerissen haben. Alles moin aus dem Wunderland. Wie wir ja schon angekündigt haben, wollen wir die Hauptbahn 0 umbauen. Großes Thema im Wunderland, auch in einer bestehenden Anlage was rauszureißen. Der ganze Gleiswendel, wo ihr seht hier, das ist gar nicht mehr da. Ich sitze im Nichts quasi. Ja, und wie das Ganze zurückgebaut oder abgebaut wurde, das zeige ich euch gleich. Also die Schwierigkeit dabei ist, die ganzen Gewindestangen jetzt so reinzubauen, dass wir später diese ganzen Gleistrassen von dem Gleiswendel dort da auch in einzelnen Etagen nach unten bringen können. Denn so viel Platz haben wir ganz oben nicht. Da ist so, glaube ich, nur 5 oder 6 Zentimeter Luftspalt. Und dann kommen wir erst dazu, die Holzplatten dort mit dem Kork wieder reinzulegen. Und die große Schwierigkeit dabei ist halt, die Gleise so reinzubauen, weil ich auch nicht viel Platz habe dazwischen, dass wir die Weichenstraße dort reinkriegen. Und die Wagen natürlich, die müssen natürlich an der Gewindestange vorbeipassen. Deswegen musste ich das so ein bisschen einengen alles, dass das Ganze überhaupt nachher funktioniert. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich den Gleiswendel jetzt baue und wir stellen nachher bei Inbetriebnahme fest, oh shit, da passt gar kein Wagen dran vorbei. Deswegen muss ich jede Etage gucken, wo Weichen drin sind, dass das auch wirklich passt mit jedem D-Zugwagen und vor allen Dingen auch mit dem Reinigungswagen, sprich den Staubsauger. Ja, ansonsten kann man schon sehen, das geht schon ganz gut vorwärts hier. Hier habe ich dann auch schon die Gleise angefangen zu löten. Jetzt werde ich die noch anmalen, braun, dass die Rostfarbe dann auch dran kommt. Dann kommt das Gleis in die Bettung rein und dann kann ich die Bettung mit Gleis draußen wieder einbauen. Dann ist das erste Teilstück schon mal wieder fertig und arbeite mich dann vom sichtbaren Bereich einmal nach rechts rein in den Tunnel und einmal nach links rein, so dass das nachher hier alles wieder verbunden ist. Und dann geht die nächste Etage los. Hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Also irgendwann werde ich da oben ankommen. Wann das sein wird, da würde ich mich nicht festsetzen wollen. Da kommen immer mal Probleme drauf zu. Und ja, schauen wir mal. So, ich habe jetzt die Valparaiso Seilbahn von Michel wieder bekommen. Der hat die Gondelhäuser gebaut. Sehr schön ausgeschmückt, mir gefällt's. Ich habe jetzt final den Motor eingebaut und die Endschalter, so dass man sie nicht sieht und dass es bündig abschließt zu den Gondelhäusern. Für mich bleibt jetzt nur noch die Beleuchtung von den Gondeln übrig und dann geht's wieder zurück zu Michel.
der letzten Folge über die Standseilbahn in Valparaiso habt ihr ja gesehen, wie ich hier unten das Gebäude gebaut habe so ein bisschen und was noch fehlt zu meinem Glück und was ich noch alles machen muss. In der Zwischenzeit habe ich dieses ganze Gebäude hier oben quasi fertiggestellt. Das war so ein bisschen knifflig, weil hier relativ viel Terrassierung ist und ein paar Winkel, die man einhalten muss und so. Und das Ganze natürlich auch, ja, wie schon erwähnt, immer ja, wartungsfreundlich sein muss. Und letzten Endes ist es so geworden, dass man hier halt alle Dächer wie gewohnt abnehmen kann bei uns. Und dann hier quasi so eine kleine Mechanik drin hat, die dann nachher die Seilbahn bewegt. Das alles ist ein Element geworden, was man dann auch separat rausnehmen kann, ohne das ganze Haus abzubauen. So dass es einfach schnell geht, falls es mal schnell gehen muss. Genau, Moritz hat das jetzt drüben gehabt, hat das nochmal ordentlich Test laufen lassen. Das läuft alles soweit sehr gut, da sind wir ganz zufrieden mit. Ich habe von Thomas noch so einen neuen Motorhalter bekommen für das Gebäude hier oben, der jetzt drin ist. Das ist ein bisschen ja, gröberer Druck, sag ich mal. Das war eher so zum Testen, was wir brauchen und was geht oder was nicht geht. Jetzt habe ich so einen schöneren, den werde ich noch ein bisschen ausschmücken, lackieren und dann wieder einbauen. Und dann, wenn Felix die Gondel eingemalt hat, dann kann das alles wieder zusammengeklimpert werden und kann dann endlich mit sage und schreibe 4 Schrauben drüben in der Anlage befestigt werden. Während die Seilbahn in der Elektronik war ich natürlich nicht untätig. Ich habe also ein paar Häuser weitergebaut. Felix hatte da einen Straßenzug gefunden, der ihm ganz gut gefallen hat. Das erste Haus wäre dann dieses hier, das hat Felix schon mal gebaut. Und da mache ich dann natürlich weiter, damit wir diese Insel quasi, diese Häuserinsel einmal irgendwann auch gefüllt kriegen. Und da geht es dann weiter mit diesem Haus. Da fehlen jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die Dächer, das Hinterhaus, Details und so. Genau, aber da bin ich gerade dran. Ja, wie gesagt, bei Seilbahn fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und bis das dann auf dem Weg ist, mache ich erstmal ganz normale Häuser weiter. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, dass Felix die Nordseeküste neu macht und wie er da die Wellenberge gießt, die einzelnen. Hier sieht man das mal. Die Jungs haben in der Zwischenzeit oben die alte Nordseeküste ausgebaut. Von der Holzplatte, die da drunter ist, eine Schablone gemacht, das kopiert. Der Felix hat das dann angemalt mit einem Farbverlauf von etwas heller zu etwas dunkler, hat da dann die ganzen vorbereiteten Wellenberge aufgeklebt. Und zwar nicht ganz plan, sondern etwas angehoben, damit, falls sich darunter Luft sammelt beim weiteren Eingießen, dass man die ein bisschen rausmassieren kann, beziehungsweise die Wellen ein bisschen schräg drücken kann, dass die Luft quasi entweichen kann und man da keine Luftblasen sieht. Ja, hat sich viel getan. Ich habe ein bisschen unterstützt beim Wassergießen. Das ging relativ stressfrei. Wir hatten vorher mit mehr Problemen gerechnet. Das war aber ganz gut. Wir haben nachher die Luft, die noch unter den Wellen war, das ist hier und da mal passiert, mit der Pipette raussaugen können. Hatten dann keine Lufteinschlüsse. Und dann ist das Ganze ausgehärtet, ungefähr 3 Tage, weil er dann sehr langes Epoxy benutzt hat. Dann hat Felix da, ich glaube, 2 oder 3 Tage nur mit dem Dremel hier zwischen den Wellenbergen quasi, den Wellentälern, nochmal so eine Wellenstruktur reingefräst, weil da entsteht ja dann eine sehr glatte Fläche, die in Wirklichkeit nicht so ist. Und so habe ich das auch noch nicht gesehen. Wir haben es gerade erst abgedeckt und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Es sieht super geil aus, fügt sich krass zusammen. Gerade dieser Farbverlauf von vorne, wo das Wasser halt nicht mehr so tief ist, nach hinten, wo es dann tiefer wird, also von heller nach richtig bedrohlich dunkel, ist schön gelungen. Er fügt sich alles cool zusammen. Ich bin sehr gespannt drauf, wenn er die Gischt noch mal so ein bisschen nachgraniert, dass die noch mal richtig ins Auge sticht. Ich finde, das ist eine absolute krasse Verbesserung zu dem, was wir jetzt aktuell oben haben. Was Felix jetzt noch machen muss, ist die Wellen, die sich am Deich brechen, noch ankleben. Aber das geht erst, wenn das alles oben drin ist. Das muss er dann in der Anlage machen. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir es mit der Zeit machen, weil wir das nicht machen können, wenn wir eröffnet haben, weil das Epoxy halt so ein bisschen giftig ist. Genau, aber dann ist es bald geschafft
Und ich finde, ja, wie gesagt, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ich bin sehr gespannt. Eins noch zum Abschluss. Treffen sich Wellenberg und Wellental, so löschen sie sich gegenseitig aus. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann. Ciao.